Hi Leute, wir reduzieren heute die Motorleistung einer Benelli 752S. Als erstes lösen wir die Sitzbank. Zur Montage müssen wir das Zündschloss lösen, um den Tank hochzuklappen, damit wir Zugang zum Luftfiltergehäuse bekommen. Die ersten beiden Schrauben, die wir jetzt lösen, fixieren dieses Gummi, das wir danach entfernen können. Auch diese Scheiben nehmen wir natürlich ab und darunter sitzt jetzt die eigentliche Befestigung der Bolzen für das Zündschloss. Diesen Teil nehmen wir jetzt ab, das Schloss ist jetzt lose und den Tank können wir somit nach vorne klappen. Das ist das Luftfiltergehäuse und als nächstes lösen wir jetzt die Schrauben, die den Deckel halten, einmal in der Runde. Den Deckel haben wir jetzt gelöst, können ihn abnehmen und einmal ordentlich zur Seite legen und haben jetzt Zugang hier unten. Da setzen wir diese beiden mitgelieferten Reduzierscheiben ein, und zwar mit der Markierung nach oben. Beim Reindrücken klickt das Ganze hier so, das ist passgenau und damit wäre der erste Teil der Drossel bereits montiert. Als nächstes kommt jetzt die Elektronikbox. Hier vorne am Drosselklappengehäuse sitzt der Stecker, den müssen wir jetzt einmal lösen, dazu drücken wir die Spange hier einmal so rein. Unser Adapter kommt jetzt ganz einfach dazwischen. Die Box jetzt ordentlich hier so an der Seite verstauen. Bei Bedarf kann auch noch ein Kabelbinder zur Fixierung genutzt werden. Damit ist die Drosselung dann auch schon vorgenommen. Jetzt wird der Deckel natürlich wieder verschraubt. Zusammen mit den beiden Teilen der Drossel liefern wir dieses Teilegutachten. Das nehmt ihr mit zum TÜV, zu der DEKRA oder einer anderen Prüforganisation und lasst die technische Änderung bescheinigen. Dann kann das Ganze beim Straßenverkehrsamt auch schon zugelassen werden. Wir wünschen allzeit gute Fahrt.